Die Raumfahrt-News im Überblick. Die NASA äußert sich besorgt zur Starship-Entwicklung für Artemis 3. Neue ULA-Rakete absolviert Feuertaufe. SpaceX hat mit seiner Dragon nun mehrere Raumfahrtrekorde des Space Shuttles überholt und beschneidet seine Oberstufen aus Kostengründen. Die Rocket Factory Augsburg absolviert wichtigen Test und stellt damit einen Rekord auf. Das US-Verteidigungsministerium lehnt das SLS ab und der SLS-Hauptauftragnehmer Boeing sieht sich einer Klage und schwerwiegenden Anschuldigungen gegenüber. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute in den YouTube Raumfahrt News. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Montag, den 5. Juni, ist vom Kennedy Space Center eine Falcon 9 mit einer Cargo Dragon zur ISS gestartet. Mehr dazu gleich in den ISS und SpaceX News. Am Mittwoch, den 7. Juni, ist von Jiuquan aus die Feststoffrakete Kinetica 1 für das chinesische Raketenstartup Caspace gestartet. Am Freitag, 9. Juni, auch von Jiuquan aus hat X-Space, ein weiteres chinesisches Raketenstartup mit ihrer Kuaizhou 1A, auch eine Feststoffrakete gestartet. Hier ein cooler Nachtrag zur letzten Woche. Zu spät für unseren Redaktionsschluss war nämlich die Bekanntgabe, dass die Rocket Factory Augsburg einen wichtigen Meilenstein absolviert hat und ihr gestuftes Helix-Triebwerk über die gesamte geplante Brenndauer der Oberstufe feuern konnte. Damit ist die RFA die erste private Firma in der EU, der das gelungen ist. Glückwunsch zu diesem Meilenstein. Ich war vor 2 Jahren bei der RFA und da gingen die Pressestimmen in die Richtung, ja, die kommen das nicht hin, schon gar nicht mit einem gestuften Verbrennungszyklus. Umso mehr freue ich mich bei diesen Bildern mit. Die NASA Psyche-Mission zu einem metallischen Asteroiden ist laut NASA wieder in der Spur. Ich habe darüber berichtet, dass es erhebliche Probleme bei der Mission gab. Eine unabhängige Kommission fand systematische Fehler in der Organisation der Mission im JPL. Nun ist aber wieder alles auf Go und Anfang Oktober wird die Mission dann mit einer Falcon Heavy starten. Die Psyche-Mission soll die Unterschiede von metallischen Asteroiden zu den bisher untersuchten, hauptsächlich aus Gestein und Eis bestehenden, untersuchen. Wer weiß, vielleicht legt sie ja auch die wissenschaftlichen Grundlagen für Asteroiden-Mining und Schwerindustrie im All. Also, wenn das nicht Science Fiction ist und das zum Greifen nah, dann weiß ich auch nicht. Die Erforschung von Asteroiden und Kometen hat für mich ja besonderen Reiz. Schließlich halte ich ja das Imperium schlägt zurück mit Verfolgungsjagd im Asteroidenfeld für den besten Star Wars-Film überhaupt. Für mich ist eine der großartigsten Raumfahrtmissionen überhaupt die ESA-Rosetta-Mission zum Kometen Chury. Ja genau, das war die ersten Bilder von einem Körper, der aussah wie eine Ente und der die Wissenschaftler völlig überrascht hatte. Und dann sogar mit Philae einen kleinen Lander dabei hatte. Mittlerweile wissen wir, dass diese Doppelform sogar häufiger vorkommt. Ich wurde wieder daran erinnert, was für eine tolle Mission das ist, weil ich ein sehr emotionales, geil geschnittenes und musikalisch total toll untermaltes Video gesehen habe. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Unbedingt schauen, da kommen richtig Deep Space Vibes auf. Für mich als Hobbykoch, aber vor allem als guten Esser natürlich extrem erfreulich. Die ESA hat herausgefunden, dass man in der Schwerelosigkeit frittieren kann. Laut ESA war es alles andere als klar, ob das Frittieren von Kartoffeln zum Beispiel in der Schwerelosigkeit funktioniert, da hier ja der Auftrieb in einer Flüssigkeit fehlt. Wenn sich aber beim Frittieren die Wassergasblasen nicht vom Frittiergut lösen, hätte es sein können, dass man Kartoffeln zum Beispiel gar nicht durchgaren kann. In einer speziellen Apparatur auf 2 ESA-Parabelflügen ließ sich nun beobachten, dass sich die Blasen beim Frittieren von Kartoffeln auch in der Schwerelosigkeit gut lösen. Hurra! Zukünftige Astronauten müssen also nicht auf Pommes verzichten. Glück gehabt. Die Forschungsgruppe kam übrigens nicht aus Belgien, sondern von der Universität Thessaloniki in Griechenland. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor HelloFresh. Ich bin zwar ein ganz passabler Koch und trotzdem koche ich im Alltag oft das Gleiche. Das liegt bestimmt auch daran, dass ich nicht gern einkaufe und an meinem Wocheneinkauf im Geschäft noch groß überlegen möchte, was ich denn in der nächsten Woche Leckeres zaubern könnte. Mit HelloFresh kann ich genau aus diesem Muster ausbrechen. Ich suche einfach Gerichte aus, die mich ansprechen und bekomme alle Zutaten am Wunschtermin in der richtigen Menge frisch geliefert. Mit jedem Gericht gibt es Inspiration für die eigenen Kochskills und bei der großen Auswahl wird es geschmacklich auch nie langweilig. Und seien wir ehrlich, es ist einfach unheimlich praktisch. Ab 2 Personen ist man definitiv mit HelloFresh günstiger als beim Lieferdienst und von der Zubereitungszeit gleich oder sogar schneller. Probiert es einfach mal aus. Mit meinem Gutscheincode Senkrechtstarter sparst du in Deutschland bis zu 90 € auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh. Mit meinem Link gibt es kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf dazu. Oder scannt einfach den QR-Code. Link und Code sind aber auch in der Beschreibung. Es geht doch! Die United Launch Alliance hat am 7. Juni zum ersten Mal ihre neue Vulcan-Rakete gezündet. Zwar ist sie bei diesem lange erwarteten Test noch nicht abgehoben, aber ihre beiden BE-4-Triebwerke haben erfolgreich und laut CEO Tory Bruno auch planmäßig gefeuert.
Bei diesem statischen Feuertest, ULA spricht von einem Flight Readiness Firing, FRF, wurde auf dem Space Launch Complex 41 in Cape Canaveral gezündet, von wo auch der Erststart dann erfolgen wird. Der Start der Triebwerke begann knapp 5 Sekunden vor einem hypothetischen Abheben der Rakete und dauerte etwa 2 Sekunden. Diese Zeit, die hat gereicht, um die beiden BE-4-Triebwerke mit Methan und Sauerstoff auf den geplanten Schub zu bringen. Da die Halteklammern nicht gelöst wurden, blieb die Rakete aber an Ort und Stelle, ein Test ohne Bewegung, daher statisch. So konnten bei diesem Test alle Systeme der Rakete, auch die Bodensysteme, getestet werden, was einen riesen Meilenstein auf dem Weg zum Erststart darstellt. Da es im März aber zu einem Zwischenfall an einem Oberstufenteststand im Marshall Space Flight Center der NASA und einem Oberstufentestobjekt kam, ist aktuell nicht klar, wann der Erststart der neuen ULA-Rakete dann erfolgen wird. Außer für ULA ist dieser Test noch eine gute Nachricht für Blue Origin, die Raumfahrtfirma des Amazon-Gründers Jeff Bezos, das ja die BE-4-Haupttriebwerke liefert. Diese Triebwerke sollen ebenfalls an der ersten Orbitalrakete von Blue Origin, der New Glenn, eingesetzt werden. Jeff Bezos ließ auf Twitter natürlich Glückwünsche da. Ob der Test die Vergabe von Aufträgen beeinflusst, kann ich euch nicht sagen, aber mit Sicherheit werden alle potenziellen Kunden sehr genau auf solche Meilensteine schauen. Von der letzten großen Ausschreibung für 40 Starts des Verteidigungsministeriums sind 60% der Starts an ULA und 40% an SpaceX gegangen. Nun wurden weitere 12 Starts im National Security Space Launch Program, kurz NSSL, gebucht und diesmal gingen 6 Starts an ULA und 6 an SpaceX. Auch wenn die Starts mit SpaceX wahrscheinlich deutlich günstiger sein dürften, wird es hier um die Redundanz gehen. Das Verteidigungsministerium ist nach einer Phase in den 90ern, wo kurzzeitig keine Träger zur Verfügung standen, extrem darauf bedacht, sich doppelt abzusichern. Geld spielt dabei sehr wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle. So sieht das Programm vor, dass, sollte einer der Anbieter ausfallen, die Mission auch mit einem anderen Startdienstleister starten kann. Ziemlich konkret hat sich das US-Verteidigungsministerium gegen Kommerzialisierungsbemühungen von Boeing für das SLS ausgesprochen. Für die Fähigkeiten, die das SLS bereitstellen würde, hätte man kein Interesse. Außerdem wurde sich kritisch dazu geäußert, wie schwer die Rakete zu bauen und zu betreiben wäre. Ein Familienunternehmen verklagt Boeing übrigens gerade wegen des SLS. Das Unternehmen Wilson aus Colorado behauptet, dass Boeing unter anderem unrechtmäßig Kopien von Wilsons Drehmoment-Spezialwerkzeugen für NASA-Projekte wie das SLS, aber auch die ISS verwendet hat. Durch schlechte Werkzeuge oder den falschen Einsatz, unter anderem am SLS, während der NASA durch Verzögerung ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Schwerwiegender aber noch die Anschuldigung, dass durch den von Boeing verschuldeten unsachgemäßen Einsatz von Werkzeugs unter anderem an der ISS Astronauten gefährdet worden sind und man das bei Boeing versucht hat zu vertuschen. Das Unternehmen Wilson hat unter anderem Klage wegen Urheberrechtsverletzung, Unterschlagung und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen sowie wegen Betrugs eingereicht. Dabei geht es nicht nur um Raumfahrt, sondern auch den Einsatz in der Fertigung des Boeing Dreamliners. Natürlich gilt bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung, aber das sind natürlich schon gewaltige Anschuldigungen und die Klage liest sich wie ein Thriller. Diese 74 Seiten, die verlinke ich euch unter dem Video. Michael Sheets berichtet, ein Boeing-Sprecher habe gegenüber CNBC mitgeteilt, dass die Klage voller Ungenauigkeiten und Auslassung sei und dass Boeing sich vor Gericht energisch gegen die Vorwürfe wehren werde. Eine kleine Twitter-Perle postete diese Woche der Artemis II-Kommandant Raja Chari. Es zeigt Raja, aber vor allem Apollo-Astronaut Charlie Duke, der mit einem virtuellen Mondlander der neuesten Generation trainiert. Der heute 87-Jährige war damals bei Apollo 16 mit 36 Jahren der jüngste Mensch auf dem Mond. Da war Duke so alt wie ich jetzt. Es gibt auch einige Twitter-Nutzer, bei denen die Landebeine auf dem Bild schon ein HLS Starship andeuten. Weiß ich jetzt nicht so, ob das stimmt, aber spannend ist trotzdem. Orbitalraketen aus Deutschland, da gibt es sehr, sehr viele Kritiker und Besserwisser, die das nicht glauben wollen. Ich war endlich bei ESA Aerospace und konnte mich davon überzeugen, dass es eigentlich nur eine Frage des Wanns ist und nicht ob. In einem sehr inspirierenden Gespräch mit Daniel Metzler, Mitgründer und CEO von ESA Aerospace, spreche ich über diese Vorurteile, das richtige Mindset und über die Schaufeln für den New Space Gold Rush. Mein Interview mit ihm verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Freut euch in den kommenden Wochen über noch viele, viele weitere Insights von ESA Aerospace. Kommen wir zu den ISS-News. Nach zweimaliger Verschiebung wegen schlechten Wetters konnte am Montag um 17:47 Uhr MESZ Cargo Dragon C208 zu ihrer 4. Cargo Dragon-Mission zur ISS starten. Mit an Bord hinten im Trunk die letzten 2 iROSA Solarpaneele, die per Außenbordeinsatz über die bestehenden Solarpaneele in Flugrichtung rechts installiert werden sollen.
Nach einem 18-stündigen Soloflug dockte CRS-28 dann um 11:54 Uhr MSZ am Dienstag an der ISS an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hob der kanadische Robotikarm dann das iROSA Pellet aus dem Dragon Trunk und befestigte dieses am Truss, also dieser längliche Struktur, an der die Solarpaneele befestigt sind. Am Freitag verließen dann die beiden NASA-Astronauten Steve Bowen und Woody Hoburg um 15:25 Uhr MSZ die ISS Quest Luftschleuse, um das erste der beiden iROSA Solarpaneele an den 1A Power Channel zu installieren. Der Außenbordeinsatz endete erfolgreich um 21:28 Uhr MESZ und dauerte somit 6 Stunden und 3 Minuten. Vielen Dank an Ian, der die ISS-News wieder zusammengetragen hat. Ja, die ISS mit aufgebaut hat Raumfahrtlegende und mein Kindheitsidol Thomas Reiter. Er ist bis heute übrigens der einzige Europäer, der sowohl mit russischen Orlan-Anzügen ausgestiegen ist, als auch mit einem amerikanischen EMU. Ich hatte das große Glück, mit ihm ein sehr umfangreiches Interview über die europäische Raumfahrt zu führen und über seine Einschätzung, was die Zukunft so bringen wird. Sobald es fertig produziert ist, sage ich euch Bescheid und dann gibt es das natürlich hier auf Senkrechtstarter. Kommen wir zu den SpaceX-News. Ihr habt mich in den Kommentaren gefragt, warum SpaceX bei manchen Starts mit einem verkürzten Oberstufentriebwerk fliegt. Ohne da zu weit auszuholen, das hat mit den Lieferketten für die sehr speziellen Legierungen der Düsenerweiterung zu tun. Ich sage zwar immer Düsenerweiterung, aber technisch ist das ja eigentlich Blödsinn. Als Düse bezeichnet man den einschnürenden Teil, während ab der Einschnürung am Düsenhals der aufweitende Teil technisch korrekt eigentlich ein Diffusor ist. Das kennt ihr vielleicht vom Rennsport. Wenn euch das Thema mehr interessiert, können wir uns die Vakuumdüsenglocke mal in einer Technik-Episode genauer anschauen. Schreibt mir gern unter dem Video. Grob zusammengefasst ist das Material für den Diffusor, also die Triebwerksglocke, so teuer geworden, dass SpaceX das Material spart, wenn nicht die volle Leistung der Rakete gebraucht wird. Damit gibt es eine beeindruckende Anzahl an unterschiedlichen Versionen und Flexibilität im Betrieb der Falcon-Raketen. Diese Woche hat SpaceX mal wieder weitere Rekorde gebrochen. Der SpaceX Dragon 2, also Crew Dragon und Cargo Dragon in der aktuellen Version, waren zusammen 1324 Tage im Orbit und damit länger als alle Space Shuttles in mehr als 30 Jahren Einsatzzeit zusammen. Auch der 38. Flug eines SpaceX Dragon zur ISS hat nun die Anzahl der Space Shuttle-Flüge zur ISS übertroffen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und das, denke ich, ist die größte Bedrohung für die europäische Raumfahrt, dass man mit der Geschwindigkeit und der Anzahl an Missionen nicht die gleiche Erfahrung aufbauen kann, wie sie jetzt von diversen kommerziellen Firmen in den USA und in China aufgebaut werden. Ja, im Prinzip erlebt jeder SpaceX-Praktikant in McGregor mehr Triebwerkstests von Orbitalraketen als Ingenieure und Techniker in einer ganzen Karriere an europäischen Testständen wie in Lampolzhausen. Und all das zieht sich durch alle Ebenen und alle Bereiche der Raumfahrt. Eine Lösung für das Problem habe ich natürlich auch nicht. Dass auch SpaceX mit dem Starship vor erheblichen Problemen steht, versteht sich, glaube ich, von selbst. Dass die Zeitpläne von Elon Musk immer mindestens überambitioniert sind, hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Wenn es um eigene Projekte wie Starlink geht, kann das für SpaceX maximal ärgerlich sein, aber die Auswirkungen bleiben dann ja begrenzt, auf SpaceX zumindest. Anders ist es bei Dienstleistungen für die NASA, besonders dann, wenn es um das Leuchtturmprojekt der NASA schlechthin geht, Artemis und die Rückkehr der Menschheit zum Mond. Die NASA äußert nun ganz offiziell wachsende Bedenken, dass die HLS Starship-Mondlandefähre nicht rechtzeitig für die Artemis 3 Mission Ende 2025 fertig sein wird. HLS, das steht hier nicht für Hessische Landesstelle für Suchtfragen, sondern für Human Landing System, also eine der beiden Mondlandefähren der NASA im Artemis-Programm. Wobei ich ja auch nach Raumfahrt süchtig bin. Artemis-Programmdirektor und NASA-Chef für Deep Space-Exploration und die gesamte Mond- bis Mars-Architektur Jim Free sagte in einer Pressekonferenz am 7. Juni, dass er bei der Menge an erst noch zu erreichenden Meilensteinen, um das SLS einsatzbereit dann zu machen, davon ausgeht, Artemis 3 wird von 2025 auf irgendwann 2026 rutschen. Allein die erforderliche Menge an Starts für das HLS selbst als Testsystem ohne Menschen und dann später für die Artemis 3 Crew, aber auch die Vielzahl an Starts von Betankungs-Starships würden ihm da Sorgen bereiten. Der kryogene Treibstofftransfer ist dabei einer der Meilensteine, der von SpaceX noch erst demonstriert werden soll, was übrigens generell noch nie in der Raumfahrt versucht wurde. Warum genau man besorgt ist, das wurde laut spacenews.com nicht gesagt. Aber wir können hier vermuten, dies ist unter anderem eine Reaktion auf den ersten Starship-Start am 20. April. SpaceX hat ihn zwar als Erfolg bewertet, ebenso übrigens NASA-Administrator Bill Nelson, aber natürlich war für alle sichtbar, dass das Starship aktuell eben noch nicht einen Orbit erreicht hat und noch einen weiten Weg hat. Da die NASA neben der FAA an der Untersuchung des Erstflugs beteiligt ist, können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass Jim Free sehr genau weiß, wovon er da redet. Verschwörungstheorien wie die FAA oder die NASA würden das Starship-Programm absichtlich behindern, gehören, glaube ich, in das Märchenbuch.
Und was passiert in der Starbase? Ich hatte darüber berichtet, dass es mehrere neue Hotdog-Tanks für die Tankfarm geben soll. Die Y-Cams haben sehr wahrscheinlich einen dieser neuen Tanks beim Seetransport eingefangen. Auch die erste Lieferung von kryogenen Betriebsstoffen seit dem Flugtest sind mittlerweile in der Starbase eingetroffen. Ich würde davon ausgehen, dass mit dem Stickstoff die Tankfarm jetzt vor einer erneuten Inbetriebnahme Stück für Stück getestet werden kann. Wie bereits letzte Woche berichtet, wird weiter kräftig an den Produktionsanlagen gearbeitet und eine zweite Megabay errichtet. Mehrere der bisherigen Gebäude mussten weichen oder werden sichtbar auseinandergenommen. Der Produktion scheint das aber keinen großen Abbruch zu bescheren, denn in der Highbay und der Megabay 1 wird weiter munter an Prototypen für Booster und Chips gearbeitet. Hier nochmal die Erinnerung, dass ihr mit meinem Gutscheincode Senkrechtstarter in Deutschland bis zu 90 € auf eure ersten 4 Boxen von HelloFresh bekommen könnt. Und mit meinem Link gibt es kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf dazu. Oder scannt einfach den QR-Code. Link und Code sind aber auch in der Beschreibung. Trotzdem näher dran als der Start des nächsten Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am Montag geht's los mit SpaceX Falcon 9 Starlink-Start von Cape Canaveral. Gefolgt von einer Falcon 9 aus der Vandenberg Space Force Base am Montagabend mit Transporter 8. Am Donnerstag dann aus China eine Lange Marsch 2D von Taichu 1 aus. Und das Wochenhighlight, der allerletzte Ariane 5 Start. Natürlich ein deutsch-französischer Doppelstart Heinrich Hertz um Syrakus 4B. Geplante Startzeit Freitag, der 16. Juni um 23:26 Uhr. Einen Ausweichtermin gibt es dann am darauffolgenden Tag. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Und mit dem Abo hier hast du einen Platz in der ersten Reihe für alles Weitere, was uns in der Raumfahrt noch so erwartet. Denn die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.